Wir sehen hier, 2,34 Milliarden Menschen sind in den sozialen Netzwerken aktiv. Das entspricht 31% unserer Weltbevölkerung. Und der Herr Hoffmann hat das gestern schon angesprochen, mit dem 5G. Es sind riesige Datenmengen, die da verarbeitet werden müssen. Und wenn wir uns mal dort anschauen bei WhatsApp, da haben wir 1 Milliarde Videos pro Tag, die versendet werden. Von diesen Menschen, die da täglich online sind 80% mobil unterwegs. Das heißt entweder über die mobilen Daten des Smartphones oder dann über WLAN. Also wir haben auch hier einerseits vom Zeitfaktor her, den man verschwendet, die Lebenszeit, die man verschwendet, verstrahlt man sich auch noch um die Umwelt da herum. Wir haben dann die Thematik mit Netzausbau, die nötig wird. Und einfach noch einmal, Kinder und Jugendliche sind heute im Schnitt 3 Stunden auf sozialen Netzwerken aktiv. 3 Stunden, die irgendwo anders fehlen. Es gibt eine Studie, die zugunsten von der Aufmerksamkeit gemacht wurde. Da hat man die Probanden in 3 Gruppen unterteilt. Die erste Gruppe hatte während des Tests das Smartphone auf dem Tisch liegen, also direkt bei sich. Die zweite Gruppe hatte es in der Hosentasche oder in der Handtasche neben sich. Und die dritte Gruppe, die hatte das Handy in einem anderen Raum. Und jetzt können Sie sich selber überlegen, welche Gruppe wahrscheinlich am besten abgeschnitten hat. Es war die Gruppe, wo das Handy in einem anderen Raum lag. Und das ist wirklich erwiesen, dass wenn ich mein Handy nah bei mir habe, dass meine Aufmerksamkeit und meine Konzentration massiv gestört wird. Und das ist das, was wir heute auch in den Schulen erleben, wenn die Schüler ihr Handy dabei haben. Die Aufmerksamkeit ist nicht die gleiche, als wenn die Smartphones zu Hause bleiben müssen. Und da ist Frankreich ein großartiges Beispiel, die wirklich verbieten von den Vorschulklassen bis in die Sekundarstufe, das Handy darf nicht in die Schule mitgenommen werden. Hier ein Beispiel von Alan Eagle, der sagt, die Vorstellung, dass eine App oder ein iPad mein Kind besser lernen kann, zu lesen oder zu rechnen, ist lächerlich. Das im Hinblick auf die digitale Bildung. Und hier das Beispiel von Steve Jobs, der Erfinder vom iPhone und vom iPad. Von ihm ist bekannt oder war bekannt, dass er ein Low-Tech-Parent war. Er hat seinen Kindern kein Smartphone gegeben, kein iPod. Er hat gesagt, ich möchte, dass meine Familie sich abends trifft. Am Abendessentisch, dann wird gesprochen, was lief in der Schule, was haben wir gelernt, was läuft aktuell in der Politik. Bill Gates, der Gründer von Microsoft, macht es genau gleich. Seine Kinder haben mit 14 noch kein Smartphone. Bill Gates selber, von ihm ist bekannt, dass er Stunden damit verbringt, Bücher zu lesen. Nicht irgendwelche Online-Blogs oder iPads, sondern Bücher. Und das sollte uns einfach zu denken geben, wenn die Großen der Tech-Industrie, die diese Digitalisierung pushen und fördern, ihre Kinder aber auf Waldorfschulen schicken und ihnen Smartphones verbieten. Und stattdessen auf die Familie wieder setzen, auf gemeinsames Mittagessen, gemeinsamer Austausch, dieser 1:1 Kontakt. Mancher wird süchtig nach der ständigen Aufmerksamkeit, der ständigen Bestätigung seiner Person. Wenn er online keine Aufmerksamkeit bekommt, spürt er sich nicht. Wenn er online keine Wertschätzung erfährt, erlebt er sich selbst nicht mehr als positiv. Wenn er nicht online ist, existiert er nicht. Likes und Follower werden so zum digitalen Suchtmittel, vergleichbar mit Alkohol. Die Haltung, die wir einnehmen, wenn wir auf Smartphone schauen. Wir haben bis zu 30 Kilogramm, die auf unsere Halswirbelsäule und auf unser gesamtes Skelett einwirkt. Und wenn Sie das Stunden am Tag machen, dann können Sie sich vorstellen, dass das nicht gesund ist und dass das bleibende Schäden hinterlässt. Isabel hat es vorhin gesagt, der Mensch ist ein soziales Wesen, ein Rudeltier. Er möchte sich austauschen, er möchte Verbindung haben zu seinen Mitmenschen über die Kommunikation. Und heute, wir haben es gesehen, so viele Menschen sind online auf den sozialen Netzwerken, so viele Textnachrichten werden verschickt. Also die Kommunikation, dieser 1:1 Kontakt verschiebt sich immer mehr in die digitale Welt, in die sozialen Netzwerke. Erstkonsumenten bei Pornografie sind im Schnitt in meiner Studie 11 Jahre alt. Gestern haben wir gehört 12,7, aber ich glaube, wir sind uns einig, 11 oder 12,7 Jahre im Schnitt als Erstkonsument spielt keine Rolle. Es ist definitiv zu früh. Ich weiß von Eltern, die mir bestätigt haben, Erstkontakt beginnt schon mit 8, 9, 10, 11 Jahren in der Schule, über Freunde, ungewollt mit zum Teil sehr verheerenden Konsequenzen. Ein Viertel der Suchanfragen auf Google drehen sich um Sex und ein Drittel des gesamten Internetvolumens ist ebenfalls um Sex.
Datenvolumens. Wir haben es gestern schon gehört, 50% der Kinder des Erstkontakts kommt ungewollt und meist dann eben auch über Freunde im Kinderhort, in der Schule, auf dem Schulhofplatz. Und auf der anderen Seite sehen wir ganz klar in der Schweiz, dass die Gewalt in Jugendbeziehungen stetig zunimmt. Also vermehrt junge Männer, die ihre Frauen oder Freundinnen in der Partnerschaft schlagen, weil sie es so gewöhnt sind von den Filmen, von diesem Bild, was ihnen tagtäglich präsentiert wird. Und diese sozialen Netzwerke, diese Social Media, sind eigentlich genau das Gegenteil. Sie ziehen einen weg von seiner eigenen Individualität, von dem Inneren. Es ist eine Verherrlichung des Äußeren, Schein statt Sein. Man versucht die ganze Zeit etwas aufrechtzuerhalten, etwas zu präsentieren, was man vielleicht gar nicht ist. Sie hinterlassen im Internet Spuren und diese Spuren werden analysiert und diese Daten, die daraus entstehen, die werden verkauft. Und dann bekommen Sie beispielsweise personalisierte Werbung. Und heute mit 10 Likes, die Sie zum Beispiel auf den sozialen Medien setzen, wie Facebook, mit nur 10 Likes, kann der Computer Sie schon besser einschätzen als ein Arbeitskollege. Mit 300 Likes kann der Computer Sie besser einschätzen oder Ihren Charakter besser wiedergeben als Ihr Ehepartner. Also je mehr Sie dort hinterlassen an Spuren, desto gläserner werden Sie als Mensch.